Ich heiße Sie alle ganz, ganz herzlich willkommen, auch zum heutigen Termin. Dieser wird der letzte unserer Reihe sein, und zwar der Reihe Grundlagen in Time Sensor Legal 365. Heute werden wir uns noch einmal im 7. Teil mit dem Ticketsystem und den Workflows beschäftigen. Wenn es Fragen zum Thema gibt, dann weise ich gerne auf die sich unten am unteren Bildschirmrand befindliche Q&A-Box hin. Dort können Sie gerne Fragen während des Webinars stellen, die werde ich dann live beantworten. Und ansonsten würden wir auch gleich loslegen. Ich darf mich selbst noch kurz vorstellen. Mein Name ist Zoe Schiewek. Ich bin als Account Managerin für den deutschsprachigen Raum zuständig. Das heißt, ich bin für die deutschsprachige Schweiz und Deutschland zuständig. Und wie ich schon gesagt hatte, wird es eben heute, jetzt schauen wir uns die Agenda an, um unser Ticketsystem und um die Workflows gehen. Ich will kurz vorab sagen, was das Ganze bedeutet. Das heißt, das Ticketsystem ist eine Form elektronischer Notiz- und Delivery-Zettel und die Workflows sind eine Form der damit verbundenen elektronischen Anforderungen einer Freigabe. Wir schauen uns also zuerst alle Funktionalitäten des Ticketsystems an und in Folge dann die Workflows, woraufhin wir dann noch einmal 2 Praxisbeispiele sehen werden, wie das Ganze auch tatsächlich in Time Sensor Legal 365 zur Anwendung kommt. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Sie wissen Bescheid, wenn es Fragen gibt, kommen Sie gerne auf mich zu. Wie gesagt, am unteren Bildschirmrand finden Sie die Frage- und Antwortbox. Und wir loggen uns jetzt hier als Frau Monika Muster. Das ist uns ja bereits durch die Initialen am oberen linken Rand bekannt. Das kennen wir schon aus dem Timesheet-Video. Wenn wir also hier draufklicken, kommen wir im Timesheet von Frau Monika Muster heraus. Und direkt eine Etage darunter finden wir das heute thematisierte Ticketsystem. Da sehen wir auch gleich schon beim Eingang des Ticketsystems, da haben wir jetzt einen kleinen roten Punkt, der mich anblinkt. Das bedeutet, hier gibt es, ich klicke das Ganze mal an, Aufgaben für Frau Monika Muster, die erledigt werden müssen. Gleich vorab, das Ganze ist mit einem Farbcode versehen. Wir sehen aktuell, dass dieser Punkt bereits rot ist. Das heißt, ähnlich wie wir beim letzten Webinar mit den Fristen gelernt hatten, ist auch hier derselbe Farbcode am Werk. Das heißt, auch hier weist uns die rote Farbe auf eine gewisse Dringlichkeitsstufe hin. Das können wir daran sehen, dass die Deadline, die hier in der Spalte Deadline ausgegeben wird, eben auf dem heutigen Tag liegt. Das heißt, infolgedessen wird das Ganze eben als dringlich eingestuft. Wäre diese jetzt noch einige Tage entfernt, dann würde der Punkt entweder grün oder gelb aussehen. Wir sehen hier, wir fangen ganz oben an, ein Fenster, das den Titel Tickets trägt. Dieser Titel ist dann sehr unmissverständlich. Tickets sind also in Time Sensor eine Art Notizzettel. Und die sind natürlich unterteilt in meine Aufgaben und meine Delegationen. Das bedeutet, entweder bekomme ich eine Aufgabe seitens Kollegen oder Vorgesetzten zugeordnet, die mir obliegt in der Erledigung, oder ich delegiere eben an besagte Kollegen oder Vorgesetzte und finde dann entsprechende Tickets unter meine Delegationen. Wir sehen auch, dass sich das Ganze hier nochmal verändert. Hier bekommen wir auch noch angezeigt, wie viele unerledigte Aufgaben oder überfällige Aufgaben und Delegationen wir haben. Und dann sehen wir hier ganz auf der linken Seite auch nochmal unser eigenes Gesicht. In dem Fall jetzt bei mir die Frau Monika Muster, da ich eben als diese angemeldet bin, und können so also auch entscheiden, in wessen Ticketsystem wir uns hier befinden, wobei wir über hier oben diese Rubrik Zugang zu unserem eigenen Ticketsystem haben. Dann schauen wir uns die Aufgaben weiter an. Wir haben hier ein Symbol, das ist das Chat-Symbol. Wenn ich dieses anklicke, dann werden mir alle aktuell in der Software angemeldeten Personen angezeigt und ich könnte diese damit anchatten. Das ist natürlich jetzt etwas, was ich nicht vorführen kann, da ich eben gerade alleine in unserem System arbeite, in unserer Kanzlei. Die Kollegen sind heute in Ferien. Das heißt, ich habe hier nicht die Möglichkeit, einen Kollegen anzuchatten. Sie haben das aber sicherlich. Und dann kommen wir hier zu einem der wichtigsten Felder. In diesem Feld können wir also eine neue Aufgabe kreieren. Das heißt, hier haben wir 3 verschiedene Optionen eines Tickets. Die möchte ich gerade einmal schnell durchspielen. Das heißt, hier haben wir in der gelben Variante das ganz normale Ticket. Das können Sie sich einem leeren Notizzettel oder gleich einem leeren Notizzettel vorstellen. Da haben wir also die Möglichkeit, das ganz frei zu konfigurieren. Wir schauen uns das gleich nochmal etwas tiefer an. Ich schließe das Ganze hier jetzt. Und dann haben wir auch noch einen Notizzettel. Wir sehen, der sieht etwas anders aus. Hier haben wir zum Beispiel jetzt die Telefonnotiz stehen. Auch hier können wir dann im unteren Bereich noch ein paar Checkboxen ankreuzen, einfach um uns hier den Arbeitsaufwand zu erleichtern, indem wir das eben nicht komplett manuell bestücken müssen. Hier könnten wir einfach sagen, eine bestimmte Person hat angerufen und würden dann eben das Ganze an die Kollegen weiterleiten, ohne dann
noch eintragen zu müssen, was genau der Vorfall war, den wir hier verfassen oder erfassen möchten. Dann haben wir zu guter Letzt auch noch einen Übermittlungszettel. Hier geht es also um Dokumente. Mit diesem Übermittlungszettel kann ich Dokumente an Kollegen weiterleiten, ohne dass ich diese eben noch beschreiben muss. So, ja, ich habe hier gerade die Aufforderung bekommen, dass es gleich nochmal Fragen geben wird. Vielen Dank dafür. Ich freue mich immer über weitere Fragen. Stellen Sie die gerne. Ich werde sie dann aufgreifen. Das Ganze schließen wir hier auch nochmal und jetzt gucken wir uns mal an, was die Frau Monika Muster hier in ihren Aufgaben für Tickets liegen hat. Wenn ich das Ganze anwähle, dann sehen wir, dass sich auf der rechten Seite eine Vorschau dessen öffnet. Das heißt, ich muss dieses Ticket nicht extra nochmal anklicken. Wir haben direkt Zugang zum Ticket auf der rechten Seite. An oberster Stelle haben wir natürlich die Frau Muster, da das ein Eingang ist. Das ist jetzt eine Rubrik, die sollten wir hier bei unseren Aufgaben nicht berühren, weil wir ja eben für dieses Ticket verantwortlich sind. Gesendet hat uns das Ticket, wie wir hier in der Reihe von und an dem Bild sehen, die Frau Alina Arnold, das heißt eine Partnerkollegin, die uns dann mit Übermittlung dieses Dokumentes, was sie hier beigefügt hat, darum bittet, eben die Klageschrift auch zu unseren Akten abzuheften. Hier ist das Besondere, dass wenn ich diese Klageschrift, die also als beigefügtes Dokument diesem Datensatz zugeführt ist, wenn ich auf Dokument öffnen gehe, dann komme ich hier direkt im Archiv der betroffenen Person beziehungsweise in der Mandatsmappe des betroffenen Mandates heraus. Und hier sehe ich dann eben die Klageschrift, auf die die Frau Arnold mich hinweisen wollte. Gleichzeitig ist es so, dass ich hier unter den Beilagen von der Frau Arnold wertvollerweise auch gleich noch den Auftrag erhalten habe. Das heißt, auch dieses Dokument könnte ich hier gleich anwählen und könnte das entsprechend öffnen. Jetzt gucken wir uns noch einmal die weiteren Funktionalitäten dieses Tickets an. Die sind überall gleich. Das heißt, die finden wir in jedem Ticket wieder, egal ob es sich um einen Notizzettel oder einen Übermittlungszettel handelt oder ein ganz normales Ticket. Unterschiedlich ist das Ganze nur im Farbcode und hier in der unteren Rubrik. Können tun sie aber alle dasselbe. Hier oben sehen wir also, an wen, an uns in dem Fall, das Ticket adressiert ist. In der zweiten Zeile sehen wir, um welches Mandat es geht, beziehungsweise um welche Adresse in diesem Fall. Das heißt, hier wurde von der Kollegin eben der Herr Rex Regius hinterlegt, der hier als Betroffener des Tickets und als Ansprechperson, als Adressperson, als Träger des Tickets genannt wird. Darunter haben wir eine Sektion mit der Frist. Da haben wir auch auf der linken Seite davor stehen erledigen bis. Das heißt, hier können wir eintragen, bis wann das Ganze erledigt werden muss. Und wie ich ganz zu Beginn gesagt hatte, korreliert eben die hier gemachte Angabe mit dem Farbcode, den wir hier oben links im Ticketsystem sehen, wenn die Tickets uns dann ereilen, beziehungsweise wenn sie bei uns eintreffen. In der Zeile darunter habe ich hier einen kleinen Regler und dort ist es ganz wichtig, damit die Kollegen, die das auch einsehen können, eben den Status dieses Tickets einsehen und nachvollziehen können, dass ich hier eben angebe, was genau ich mit diesem Ticket mache. Sie sehen gleich, ich habe das Ticket, ich setze es nochmal auf ungelegen, eben geöffnet und dadurch ist hier der Status schon auf gelesen gesprungen. Wenn ich jetzt dieses Ticket erledigt habe, dann sollte ich natürlich den Status auf erledigt setzen, damit die Kollegen auch darüber informiert werden. Weiterhin ist es so, dass ich hier unten 3 verschiedene Reiter habe, in denen ich nochmal verschiedene Optionen angeben kann, beziehungsweise verschiedenen Optionen nachgehen kann. Da hätten wir zum einen eben die Aufgabenbeschreibung und dann hätten wir hier noch einen Chat. In dem Fall habe ich das Vergnügen, dass wenn ich jetzt eine Rücksprache mit Frau Arnold halten möchte, muss ich nicht gleich zum Telefonhörer greifen, sondern ich kann das ganz bequem hier in den Chat schreiben, kann das abschicken und das wird dann bei Frau Arnold auf ihrer entsprechenden Seite auch im Chat zu sehen sein. Dann haben wir hier noch ein Protokoll. Dieses Protokoll hat auch Zusammenhang mit dem Fenster, was wir hier eben gesehen haben, das heißt mit diesem Regler. Auch hier wird eben der Ticketstatus weiter ähm, erfasst. Das heißt, hier kann ich sehen, ob dieses Ticket schon mehrmals angeklickt wurde, ob das geöffnet wurde. Das ist also die Historie, die die Kollegen auch einsehen können. Das ist eben an dieser Stelle ganz, ganz wichtig. Und hier unten sehen wir nochmal, genau wie uns das hier in der Liste gezeigt wird, von wem wir dieses Ticket erhalten haben. So viel also zu meinen Aufgaben. Dann gucken wir uns noch einmal kurz meine Delegationen an. Die gestalten sich allerdings ähnlich, nur dass es hier eben so ist, wenn ich das Ganze delegieren möchte, wenn ich also einen Auftrag an Kollegen oder Vorgesetzte erteilen möchte, dann gehe ich hier oben auf das kleine Pfeilchen. Und dann sehen wir hier auch, dass ich zum Beispiel von einer unserer Assistentinnen, der Frau Steiner,
wenn ich das anklicke, hier eine Telefonnotiz mit der Bitte um Rückruf erhalten habe. Das verhält sich also recht gleich. In diesem Fall hier ist es also durchaus möglich, die gegeneinander zu substituieren. Da müssen Sie sich eben in Ihrer Kanzlei überlegen, wie genau Sie den Vorgang gestalten möchten, welchen Zettel oder welchen Notizzettel, welches Ticket, welche Art Sie in Ihrer Kanzlei für welchen Vorgang wählen. Wir würden jetzt einmal den Überblick des Ticketsystems abschließen und schauen uns noch den Zusammenhang mit den Workflows an. Wenn Sie das Ganze noch nicht vollständig durchdrungen haben, keine Angst, wir schauen uns das Ganze im Nachgang dann auch noch mit praktischen Beispielen an. Ich navigiere hier jetzt also einmal in ein Dossier. Dafür öffne ich hier die Adressen und rufe den Herrn Rex Regius auf. Und unser Szenario würde in diesem Fall sein: Wir haben jetzt einen Telefonanruf bekommen oder wir haben zum Beispiel eine Sitzung gemacht und möchten ein Sitzungsprotokoll zur Freigabe an eine Kollegin schicken. So, dann gucken wir uns im Nachgang die Workflows an. Ich gehe dafür hier im Dossier des Herrn Rex Regius auf die Entwürfe. Und unser Szenario soll in diesem Fall sein: Wir haben jetzt ein Sitzungsprotokoll aus einer Sitzung fertiggestellt und möchten dieses an eine Kollegin weitersenden. Wir lassen das jetzt mal inhaltsfrei. Wir archivieren das Dokument nicht, sondern wir speichern in diesem Fall nur den Entwurf. Wunderbar. Das benennen wir vielleicht noch einmal zu Sitzungsprotokoll um. Wunderbar. Und wir sehen, der Name ändert sich. Und nun möchten wir dieses Ticket weiterschicken und möchten das eben an den Kollegen bringen. Das heißt, in diesem Fall klicken wir hier auf das Aktionsmenü bei ausgewähltem Dokument, bei ausgewähltem Entwurfsdokument und holen uns die Freigabe ein. In diesem Moment, das ist eben jetzt das Fenster, was ich eben gemeint hatte. Hier können wir zum Beispiel bei einer Freigabe, wenn ich also ein Dokument verschickt habe, können wir angeben, wie wir die Rückmeldung erhalten. Wir werden also dann dementsprechend darauf hingewiesen. Natürlich muss es entsprechend konfiguriert sein. In diesem Fall ist es also so, dass ich das beispielsweise jetzt an Frau Arnold senden möchte und möchte Frau Arnold kommunizieren, dass sie das Ganze bitte überprüfen soll, da sie eben auch an dieser Sitzung teilgenommen hat und möglicherweise auch noch zusätzliche Informationen zum Dokument hinzuzufügen hat. Hier besteht jetzt die Option, dass ich das nur von Frau Arnold prüfen lasse. Ich könnte es aber auch durch mehrere Personen prüfen lassen. Und dann habe ich natürlich die Auswahl zur Verfügung, ob ich diese Personen der Reihe nach prüfen lassen möchte oder ob ich sie nacheinander prüfen lassen möchte. Der Unterschied hierbei, ganz signifikant, ist, dass eine dieser Auswahlen eine Änderungsmöglichkeit bietet, die andere nicht. Das heißt, wenn ich ein Dokument gleichzeitig an mehrere Leute zur Freigabe versende, haben diese Menschen keine Änderungsmöglichkeit. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir einen Datensatz nur mit einem User bearbeiten können und es eben so ist, dass wenn gleichzeitig zwei Leute versuchen, auf ein Dokument zuzugreifen, das nicht gehen kann. Insofern, wenn Sie möchten, dass die Änderungsmöglichkeit erhalten bleibt, wählen Sie hier also der Reihe nach aus mit Änderungsmöglichkeit und dann wird es der Reihe nach unter Einhaltung dieser Deadline, die wird also portioniert in diesem Fall. Wenn ich die beispielsweise jetzt für morgen 17 Uhr angebe, dann wird die erste Person hier nicht morgen 17 Uhr als Deadline erhalten, sondern schon eine reduzierte Deadline, sodass sichergestellt ist, dass eben jeder Sachbearbeiter, an den das Ganze zur Freigabe geht, noch genug Zeit hat, sich das Ganze anzuschauen und gegebenenfalls noch hinzuzufügen. Wir starten hier jetzt allerdings den Freigabeprozess mal nur mit Frau Arnold. Die Deadline passt für uns auch und sagen hier jetzt Freigabeprozess starten. Was wir jetzt sehen, ist im Vergleich zu vorher, dass sich hier der Status von in Arbeit auf umlaufend ändert. Das heißt, ein Dokument, was sich in Arbeit befindet, das bearbeite ich aktuell, das ist also in Arbeit und wenn ich das Ganze als Freigabe versende, dann ist das Dokument in diesem Fall umlaufend. Ein umlaufendes Dokument kann noch bearbeitet werden, wird aber dann nur von der Person bearbeitbar sein, die eben gerade den Freigabeprozess bearbeitet. Wir schließen das Ganze hier nochmal. Wenn ich jetzt hier oben in mein Ticketsystem gehe, ist es natürlich eine Delegation, die ich erteilt habe. Und dann werde ich die später auch dort finden, beziehungsweise werde die, wenn wir uns jetzt einmal bei Frau Arnold einloggen, um den Kreis zu schließen, dann sehen wir hier oben eben unter meine Aufgaben die Überprüfungsbitte. Und das Ganze sieht dann an dieser Stelle so aus. Das heißt, hier haben wir eben entsprechende Konfiguration
und können jetzt hier dieses Sitzungsprotokoll eben aufrufen. Wir hatten ja gesagt, wir lassen es einmal ohne Inhalt. Wenn wir das Sitzungsprotokoll eben aufgerufen haben und wir haben keine weiteren Änderungen mehr oder wir haben noch Änderungen, dann können wir hier entweder speichern oder wir können das Ganze verwerfen. Gemäß dem Fall, wir haben keine Änderungen, würden wir es also verwerfen. Das Dokument bleibt erhalten. Und nun kann ich als Frau Alina Arnold, die diese Aufgabe erhalten hat, hier eben den Entwurf freigeben oder die Freigabe ablehnen. Wir möchten das Ganze, wir haben jetzt schon ein praktisches Beispiel gesehen, das heißt, wir sind bereits im Beispiel oder im Bereich der praktischen Bereiche, unserem dritten Agendapunkt. Jetzt möchten wir uns das Ganze noch einmal via des normalen Ticketsystems anschauen und sagen jetzt, unser Szenario ist solches, dass eben wir jetzt ein Ticket an Frau Monika Muster schicken möchten. Dazu gehen wir an meine Delegationen und kreieren hier ein neues Ticket. Und hier möchte ich jetzt beispielsweise einen Telefonanruf verzeichnen, den ich Frau Monika Muster zukommen lassen möchte, um sie mit einer Rückrufbitte ähm, zu, auszustatten oder ihr eine Rückrufbitte zu delegieren vielmehr. In diesem Fall würde ich sagen, ist bei uns ein Notizzettel sehr zutreffend. Das heißt, wir nehmen hier eine Delegation in Form einer Telefonnotiz und wir sagen, ein bestimmter Klient hat angerufen. Wie bewerkstelligen wir das Ganze? Wir machen das in dem Fall so, dass wir hier erstmal den Kontakt auswählen. Wir machen das jetzt über ein Selektorfenster und suchen uns hier jetzt die Frau Regia heraus. Die hat uns also heute kontaktiert. Die ziehen wir einmal darüber und wir sehen sofort, wird die Adresse übernommen. Dann habe ich hier noch ein Infofeld. Da könnte ich jetzt vielleicht, wenn ich möchte, muss ich nicht, das kann auch leer bleiben, eine Information hineinschreiben. Genau das Gleiche kann ich auch hier unten machen. Das heißt, hier haben wir eine Art Titel, hier unten haben wir eben eine Art Textbereich. Und um das Ganze zu vereinfachen, möchten wir eben sagen, hat angerufen und bitte anrufen. Das heißt, Frau Regia hat angerufen heute und wir möchten eben die Frau Muster bitten, dass sie, weil es ihre Klientin ist, da sie aktiv als Mandatsführerin das Mandat betreut, dass sie hier also einen Rückruf leistet. Das Ganze können wir dann im Titel hier oben, im Betreff, das können Sie sich vorstellen wie den Betreff einer E-Mail. Da könnten wir eben jetzt sagen, dass es sich um einen Telefonanruf handelt. Das kann ich natürlich auch anders betiteln. Und wenn ich beispielsweise jetzt schlauerweise beim Telefonanruf, also bei Führen des Telefongespräches, schon eine kleine Notiz geführt habe, weil Frau Regia mir schon einige Informationen gegeben hat, ich möchte nicht, dass die Frau Muster das dann redundanterweise nochmal erfragen muss, dann könnte ich eben diesen kleinen Notizzettel, die ich gemacht habe, ganz bequem als Anlage hier reinziehen und könnte den auch gleich mitsenden. Wenn die Frau Muster in dem Fall Fragen hat, dann könnte sie die also hier im Chat auch noch stellen. Wir senden das Ganze jetzt an Frau Muster ab. Hier oben können wir noch Datum und Zeit festlegen. Das passt für uns aber. Das ist eben das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit. Und wir sehen, dass das Ganze jetzt in ungelesener Form zur Erledigung bei Frau Muster landet. In diesem Fall loggen wir uns jetzt hier noch einmal aus und loggen uns noch einmal als Frau Muster ein. So, wunderbar. Und wir sehen, da oben haben wir die Information über den Telefonanruf bekommen. Wenn wir jetzt noch eine Rückfrage dazu haben, würden wir also hier in diesem Fall fragen, weil wir vielleicht eine entsprechende Notiz nicht gesehen haben. Wir drücken die Enter-Taste. Und was wir jetzt sehen, ist, dass in diesem Chat, da wir jetzt hier im Chat Bewegung haben, eben eine kleine Sprechblase erfolgt. Das heißt, diese kleine Sprechblase symbolisiert oder suggeriert für uns, dass wir Bewegung im Chat haben, dass hier also eine aktive Rückfrage erfolgt ist. Wenn wir diese Sprechblase sehen, sollten wir eben einmal hier in den Chat schauen. Zur Sicherheit kann ich das Ganze hier auch noch auf Chat setzen, damit eben hier diese Sprechblase auch erscheint. Das heißt, in diesem Fall wird Frau Arnold via des Ticketsystems auch nochmal darüber informiert, dass ich hier eine Rückfrage gestellt habe. So, nun wären wir am Ende des Webinars angelangt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Teilnahme. Wenn es weitere Fragen gibt, dann können Sie mich gerne kontaktieren oder Sie können sich an unsere Hotline wenden. Sie finden auch weitere Dokumentationen zum Thema in unserem Internetauftritt und dieses Webinar wird auch zukünftig zeitnah auf YouTube zur Verfügung stehen, damit Sie sich das Ganze nochmal anschauen können.